Vor einiger Zeit habe ich ein Video gemacht mit einem geschmorten Kaninchen. Das war für meine Kanalgröße recht erfolgreich. Worauf ich dann auf die Idee gekommen bin, ich mache nochmal ein Kaninchen-Video. Jetzt Richtung Ostern ist sicherlich auch der eine oder andere interessiert an einem Kaninchenrezept. Und was ich heute mache, ist das Kaninchen in Calvados-Soße à la Nada. À la Nada. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Willkommen zurück, meine lieben Freunde des guten Geschmacks, zu Ratzfatz Schlemm. Lecker leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Was wir für das heutige Rezept brauchen, ist natürlich erstmal ein Kaninchen. Ich habe hier schon mal ein fertig geteiltes. Die kriegt man so zu kaufen. Ist ein frisches Kaninchen. Wer ein komplettes Kaninchen bekommt, der teilt sich das selber. Wie man das macht, verlinke ich euch mal hier im Video. Und dann brauchen wir noch 2 Äpfel, 2 Zwiebeln, 2 Zweige Rosmarin. Das war relativ einfach. Dann brauchen wir noch 4 Pflaumen, Trockenpflaumen, 1 Esslöffel Tomatenmark. Wir brauchen 10 Milliliter Calvados. Und zwar damit weichen wir die Pflaumen ein. Gieße ich gleich mal rein. Dann brauchen wir noch 150 Milliliter Wildfond, 150 Milliliter 7%ige Kochsahne, 100 Milliliter trockenen Weißwein, Salz und Pfeffer. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Und was wie immer auf meinem Brettchen fehlt und nicht dabei ist, was später aber immer dazu kommt, ist Petersilie. Und zwar ja so ein halbes Bund oder ich schätze mal so 3 bis 4 Esslöffel voll. Und das Kaninchen, das wir heute machen, machen wir im Dutch-Ofen. Das heißt, jeder, der auf dem Grill draußen kochen möchte, kann das genau so nachmachen. Angefangen haben wir schon, denn wir haben die Pflaumen im Calvados ertränkt, eingelegt. Und machen jetzt weiter mit dem Kaninchen. Das salzen und pfeffern wir. Die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden. Und dann werde ich das Kaninchen im Topf anbraten von allen Seiten. Die Zwiebeln darin andünsten und dann kommen auch die eingelegten Pflaumen dazu. Und bevor es jetzt losgeht, ganz kurz was in eigener Sache. Meine einzige Bezahlung besteht derzeit darin, einen Daumen hoch zu bekommen. Und darüber freue ich mich sehr. Und wer noch nicht abonniert hat, über ein Abo freue ich mich mindestens genauso viel. Und Kommentare helfen dem Kanal auch sehr. Und jetzt zum Rezept. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Wenn das Kaninchen von allen Seiten angebraten ist, nehme ich das Fleisch raus und brate die Zwiebeln kurz mit an, lasse die kurz anrösten und dann kommen auch die Calvados-Pflaumen dazu und das Tomatenmark, lasse das Tomatenmark auch kurz mit anrösten und dann wird das alles mit Weißwein abgelöscht. Im Dutch-Ofen habe ich so 2 bis 3 Teelöffel Rapsöl drin. Für die Leute, die das nicht wissen, ein Dutch-Ofen ist ein gusseiserner Topf. Wer den nicht hat, kann natürlich einen ganz normalen Kochtopf nehmen. Und darin brate ich jetzt erstmal das Fleisch an. Das ist hier übrigens ein FT6. Er ist schon relativ groß. Ja, wahrscheinlich reicht ein FT4,5 auch. But it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making. Und nun mit dem Weißwein ablöschen. Der Rosmarin wird abgezogen, die Nadeln hier entgegengesetzt der Wuchsrichtung. Und
Dann werden die Nadeln gehackt, schön fein. Wenn der Weißwein so ein bisschen einreduziert ist, gebe ich den gehackten Rosmarin dazu, lösche das nochmal mit dem Wildfond ab und gebe das Fleisch wieder zurück und lasse das dann 25 Minuten bei schwacher Hitze so ein bisschen köcheln. Das Fleisch kocht jetzt 25 Minuten bei kleiner Hitze. In der Zeit bereite ich die Äpfel vor. Die werde ich vierteln, das Kerngehäuse rausschneiden und dann in grobe Würfel schneiden. Nach den 25 Minuten kommen die Äpfel dazu. Dann kocht das alles nochmal zusätzlich weitere 10 Minuten. Dann nehme ich das Fleisch raus. Dann kommt die Sahne dazu. Ziehe mir die Soße daraus. Bisschen mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und was man dazu isst, kann sich jeder aussuchen. Ich mache Kartoffeln dazu und Rotkohl, das hat für mich keine Dings da. Und dann freue ich mich gleich aufs Kosten. Und ich nehme hier im Übrigen Jona Gold. Mir schmecken die sehr gut. Wer möchte, kann auch einen etwas mehr säuerlichen, der ist ja schon ein bisschen säuerlich, aber hat auch eine Süße. Einen säuerlichen oder einen Granny Smith, der hat halt die größte Säure, glaube ich. Das bleibt euch überlassen. Mir schmecken diese Jona Gold echt lecker. So, jetzt kommen die Äpfel dazu. Und die dürfen jetzt 10 Minuten mitkochen. Na, mit der Fleischberechnung ist es ein bisschen schwierig, weil da relativ viel Knochen bei ist. Wenn ich davon ausgehe, dass 100 Gramm verzehrbarer Anteil auf dem Teller landen, dann sind wir heute bei 11 Dingster. Und bei 200 Gramm wären es dann 15 Dingster. Alles andere könnt ihr selber ausrechnen. Na, die weiteren 10 Minuten sind fertig. Und jetzt holen wir mal das Fleisch daraus. Das sieht schon mal echt mega lecker aus. Wow. Wow. So, dann kommt die Sahne da rein. 7%ige. Und das muss dann noch mal kurz aufkochen. Und dann kann ich anrichten. Oh. Geil. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer noch ran, aber lecker. Boah. Boah, das ist so ein geil. Im Ernst. Das haut mich gerade völlig weg. Das ist so eine Geschmacksexplosion. Leute, kocht das nach. Das ist der Hammer. Gönnt euch mal ein gutes Stück Fleisch und ein Kaninchen. Ist halt keine große Massenzucht im Allgemeinen. Bilde ich mir zumindest ein. Und mega lecker. Mega lecker. Im Übrigen als Wein
habe ich hier heute genommen einen grauen Burgunder. Ich mag keinen Riesling. Riesling hätte mehr Säure, ist vielleicht auch noch ganz spannend. Aber ein trockener Wein sollte es auf jeden Fall sein. Und das ist echt lecker. Also ich esse jetzt weiter und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr macht das mal nach. Wer ein kurzes oder schnell gehendes Kaninchenrezept haben möchte, der ist damit, glaube ich, ganz gut bedient. Mit Calvados ist einfach auch echt cool und ist so ein bisschen die spanische Küche. Mögen die meisten, denke ich. Sollte euch das Video tatsächlich gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ich freue mich über jedes Abo. Jeder Kommentar ist willkommen, der hilft dem Kanal auch sehr. Und hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.